Ich möchte Sie jetzt mitnehmen, Ihnen die neuen Details und die neuen Eigenschaften an den Industriesektionaltoren der Baureihe 60 zu zeigen. Die hohe Torlaufgeschwindigkeit der Tore von bis zu 1 Meter pro Sekunde ist natürlich nur erreichbar, wenn die Technik, die sich im Inneren befindet, die Zarge neu gemacht worden ist. Eines der Details ist der Radius, der ja sich im Übergang der Senkrechten zur Waagerechten befindet. Der zweite Aspekt ist das, was dann in den Führungsschienen sich bewegt. Das sind die Laufrollen, die hat man vergrößert von 45 auf 47 mm Durchmesser und damit eine bessere Laufstabilität in der Führung und ein geringeres Schlagen auch in der 49 mm Innenschiene praktisch damit erreicht. Hier sehen wir nochmal Laufrollen mit einer 2-Komponenten-Ummantelung. Das heißt, die sind nochmal dann besonders leise in der Laufgeräuschentwicklung. Da ist dann auch im Rollenhalter nochmal auch eine Kunststoffhülse, die Geräusche reduziert. An den unteren Punkten haben wir jetzt mittlerweile standardmäßig auf beiden Seiten eine Aufschiebesicherung schon vorgesehen und vorgerichtet mit den Muschelstanzungen und auch im Aufsatz- und Mitnahmestück enthalten. Und wir haben damit auch die Vorrichtung schon für die einbruchhemmende Klassifizierung RC2, dass also Tore unten nicht ungewollt einfach angehoben werden können. Bei diesem Tor möchte ich Ihnen die Besonderheit überhaupt der Baureihe 60, das Highlight vorstellen, das ist der L-Beschlag. Und das Besondere jetzt hier bei dem Tor ist, man hat im vorderen Bereich den Umlenkpunkt mit der Kette weiter nach vorne verschoben. Und man hat eine spezielle Konsole im vorderen Bereich entwickelt, die das Torblatt im unteren Bereich jetzt so hoch zieht, dass wir bei den Toren definitiv keinen Durchfahrtshöhenverlust haben. Das heißt, wir haben Tore mit 200 mm Sturzhöhe ohne Verlust. Wir haben hier 3 Tore aufgebaut. Einmal außen unsere Baureihe 50 mit dem WR 400 und der B 460 und in der Mitte und außen die neuen Anlagen mit WR 500 FO. Wobei Sie dann sehen werden, dass das 560 eben das Tor ist mit der maximalen Torlaufgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde. Die beiden anderen Tore sind von den Geschwindigkeiten eher vergleichbar. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied, der auch deutlich wird beim Anlaufen, dadurch, dass wir modernere Prozessoren haben, die ganz einfach das elektronische Signal in der auch neu ausgelegten Mechanik umsetzen und damit wird ganz einfach auch der Start schneller ausgelöst. Smart Control ist ein Online-System für den Zugriff auf relevante Tordaten aus der Ferne. Die neuen Steuerungen 545 und 560 können optional mit einem Smart Control Modul ausgestattet werden. Das Smart Control Modul ist ein GSM-Funkmodul, das unabhängig von der lokalen IT-Infrastruktur Daten von der Steuerung abfragt und überträgt. Diese werden dann über das Mobilfunknetz der Telekom an gesicherte Cloud-Server in Deutschland gesendet. Über die Cloud werden die Daten der Steuerung an ein Online-Portal übertragen. Dieses ermöglicht die digitale Verwaltung und Auswertung der Daten, wie zum Beispiel Fehlermeldungen und Lastwechsel. Anhand dieser Daten kann die Fehlerbehebung durch das Personal vor Ort oder aus der Ferne durch den technischen Service effizient unterstützt werden. Somit ermöglicht Smart Control die vorausschauende Planung von Service- und Wartungseinsätzen sowie den bedarfsgerechten Austausch von Verschleißteilen. Dadurch können Vor-Ort-Einsätze reduziert und Betriebskosten gesenkt werden.
Blue Control ist ein Bluetooth-System, das serienmäßig in den neuen Steuerungen 545 und 560 integriert ist. Dieses vereinfacht die fachgerechte Inbetriebnahme von Industrietoranlagen per App und ermöglicht beim Service- und Wartungseinsatz den Zugriff auf wichtige Tordaten ohne Internetverbindung. Bei der Inbetriebnahme erfolgt die Verbindung zur Steuerung durch einfaches Scannen des QR-Codes. Ein weiterer QR-Code auf dem Typenschild unserer Industrietore enthält alle relevanten Daten, wie zum Beispiel Torabmessungen und Gewicht. In Reichweite von 5 bis 10 Metern ermöglicht die Blue Control App so einen schnellen Überblick über alle Menüeinstellungen in Klartext sowie das Auslesen von Ereignissen und Fehlern mit Zeitstempel. Zudem können wichtige Meldungen und Steuerungsdaten archiviert, weitergeleitet oder für die Programmierung identischer Toranlagen als Vorlagen gespeichert werden. Das spart wertvolle Zeit und senkt die Kosten. Die Blue Control App steht kostenlos für das Betriebssystem von Apple ab iOS 11, Android ab 5.0 und Windows 10 zum Download bereit. Das Spiraltor H7030 PU42 reduziert durch hohe Geschwindigkeit und gute Wärmedämmung die Betriebskosten und die Energiekosten in einem Betrieb. Serienmäßig liefern wir das Tor in der einbruchhemmenden Klassifizierung RC2. Folgende Produktverbesserungen erweitern den Nutzen des Tores. Wir erweitern von 7 auf 8 Meter Breite mit 5 Meter Torhöhe in Kombination und tauschen die seitlichen Zugfedern bis 5 x 5 Meter Höhe durch Gegengewichte aus. Damit reduzieren wir die Verschleißkosten der Federn und senken damit die Betriebskosten. Das beidseitige Lichtgitter sorgt mit 45 mm Strahlenabstand für höchsten Sach- und Personenschutz am Tor. Neu ist die Auswertung jedes einzelnen Lichtstrahles, um eine detailliertere Fehleranalyse durchführen zu können. Wird in der Torzufahrt ein Hindernis erkannt, wird der Torlauf sanft gestoppt und damit wird der Verschleiß in der gesamten Toranlage reduziert und die Lebensdauer verlängert. Ich stelle Ihnen jetzt den Shoproller SR für Ladenabschlüsse vor. Diese Ladenabschlüsse können wir einsetzen in Einzelgeschäften, in Einkaufszentren, in Bahnhöfen, Flughäfen, Kiosken oder Theken im Kantinenbereich. Es müssen besondere Anforderungen durch diese Ladenschlüsse erfüllt sein. Das ist einmal die schöne Optik, dann einbruchhemmende Funktion, platzsparender Einbau und schnelle Montage. Sämtliche sichtbaren Bauteile des Shoprollers SR bestehen aus eloxiertem Aluminium. Damit schützen wir das Tor vor Verschmutzungen und geben dem gesamten Tor langfristig und langlebig eine schöne Optik. Die schnellste Lösung für den Einbau des Shoprollers SR ist die freitragende Konstruktion FTK. Dazu benötigen wir nur 2 Befestigungspunkte am Boden und 2 Befestigungspunkte oben, die wahlweise alternativ zum Sturz oder zur Decke ausgeführt werden. Mit der Konstruktion FTK sind wir damit unabhängig von den baulichen Anschlüssen an zum Beispiel Aluminium-Glasfassaden, Trockenbauwänden. Wir können diese Konstruktion überall in jeden Baukörper integrieren. Für den platzsparenden Einbau des Shoprollers benötigen wir nur 110 mm für die Führungsschiene je Seite. Alle Bauteile sind werksseitig vorbereitet. Das bringt auf der Baustelle eine große Zeit- und Kostenersparnis.
Nach Errichten der Anlage, auch nach den Herstellkriterien von Hörmann, ist die Toranlage nach DIN EN 13241-1 zertifiziert und auch CE gekennzeichnet. Als Teil der Gebäudefassade werden an Sammelgaragentore hohe architektonische Anforderungen gestellt. Die Fassaden bestehen aus Beton, Stahloberflächen oder auch Natursteinoberflächen. Für diese Oberflächen in der Fassade haben wir jetzt passende neue Oberflächen im Bereich der Torkonstruktion. Unser neues Motiv 499 ist als Füllung für Sammelgaragentore ET500, ST500 und N500 in den Oberflächen Cortenstahl, Stein und Beton auf Anfrage erhältlich. Diese neue Füllung besteht aus einer 5,5 mm dicken mineralischen Grundplatte aus Granit, Schiefer, Quarz und speziellen Glasfaserverstärkungen. Auf diese Grundplatte wird das gewünschte Design aufgetragen und wie eine Keramikplatte bei ca. 1200 Grad gesintert. Dadurch entsteht eine besonders hohe Festigkeit in der Platte und hohe Witterungsbeständigkeit in der Oberfläche. Das sorgt für eine schöne und langlebige Toransicht. Jetzt möchte ich Ihnen die wichtigsten Details der neuen Steuerungen 545 und 560 vorstellen. Mit der Wahl der Steuerung bestimmen Sie maßgeblich die maximalen Torlaufgeschwindigkeiten. Mit der Steuerung 545 sind maximal 0,5 Meter pro Sekunde zu erreichen und mit der 560 maximal 1 Meter pro Sekunde. Was haben die Steuerung 545 und 560 gemeinsam? Rein optisch äußerlich können wir sehen, dass beide ein neues Design im Frontdeckel haben, was optisch viel moderner und ansprechender aussieht. Wir haben eine vierstellige 7-Segment-Anzeige, die auch die genaue Uhrzeit anzeigt, woraus wir später auch Zeitprotokolle ableiten und erstellen können. Die serienmäßige Bluetooth-Funktion kann mit der Hörmann Blue Control App genutzt werden. Zusätzlich kann ich mit der Steuerung 560 folgende Funktionen ermöglichen. Erstens eine beleuchtete Folientastatur. Zweitens 2 HCP-Bus-Schnittstellen, eine zur Nutzung für ein lokales Netzwerk, das zweite für ein Online-Service-Modul Smart Control und drittens eine Fahrbahnregelung, mit der ich eine Tiefgaragenanlage in Betrieb nehmen kann. Die Steuerung 560 bietet mehr Funktionen, eine deutlich höhere Geschwindigkeit und wir erreichen mit ihr den gleichen Preis wie mit unserer bisherigen Frequenzumrichtersteuerung. Mit der Steuerung 545 sind wir sogar 20% günstiger. Der WR 500 FU ist der neue Wellenantrieb mit Frequenzumrichtertechnik für die Baureihe 60 der Industrie-Sektionaltore. Mit den neuen Steuerungen erreichen wir in Kombination mit dem Motor höchste Torlaufgeschwindigkeiten bis zu 1 Meter pro Sekunde. Mit dieser Technik geben wir unseren Toren einen superschnellen Torlauf und gleichzeitig sind wir sehr torschonend mit Sanftanlauf und Sanftstopp.
Der ITO 500 FU ist der schienengeführte Antrieb mit Frequenzumrichtertechnik der neuen Baureihe 60 für Industriesektionaltore und für Sammelgaragentore. Bei begrenzten Platzverhältnissen bietet dieser vor allem beim Einbau von Toren in der Öffnung Vorteile gegenüber Wellenantrieben. Durch die Positionierung der Antriebstechnik oberhalb der Torkonstruktion bleibt die Durchfallsbreite maximal erhalten. Mit Sanftanlauf und Sanftstopp sorgt der ITO 500 FU für einen ruhigen und verschleißarmen Torlauf. In Kombination mit der Steuerung 545 erreicht der Antrieb eine Geschwindigkeit von maximal 0,3 Meter pro Sekunde und mit der Steuerung 560 maximal 0,5 Meter pro Sekunde. Durch die gleichen Steuerungen bietet der ITO 500 FU die gleichen Funktionen wie der WR 500 FU, zum Beispiel die Programmierung des automatischen Zulaufes und die Fahrbahnregelung. Klassische Anwendungsbeispiele sind zum Beispiel bei Sektionaltoren als Fassadentor oder als Sammelgaragentor. In der frischen Logistik und bei langen Öffnungszeiten ist hohe Energieeffizienz gefragt. Dafür haben wir die Lösung mit unserer neuen Ladebrücke HTL2 ISO in Verbindung mit dem tiefer geführten Sektionaltor. Dazu müssen wir uns zwei Positionen anschauen. Einmal Tor geschlossen, Ladebrücke in Grundstellung und einmal Tor geöffnet und Ladebrücke in Arbeitsstellung. In der Stellung Tor zu, Ladebrücke in Grundstellung muss man sich vorstellen, dass das Tor komplett geschlossen ist und dann mit der unteren Schließkante auf dem Isolierpanel der Ladebrücke endet. Das Tor wird über einen Einlauftrichter tiefer geführt und in der Anlage optimal abgedichtet. Somit können wir dann in dieser Torposition wirklich die Dichtigkeit des Tores zum unteren Abschluss herstellen. Betrachten wir jetzt die Situation Tor und Ladebrücke in Arbeitsstellung, die hauptverantwortlich für diese großen Energieverluste an dieser Toröffnung dann sein wird. Die erste Maßnahme, die wir erstmal dann an der neu konzipierten HTL2 ISO haben, ist die, dass erstmal alle Fugen, Spaltabdichtungen, die senkrechten Kanten mit Dichtungen verschlossen sind, dass also über diese Nebenwege wir keine Verluste haben. Wir isolieren die Unterseite der HTL2 ISO mit einem 50 mm Panel. Wird jetzt die Vorschubblippe ausgefahren, arbeiten wir dort mit einem zum Patent angemeldeten mitfahrenden Panel, das auch den Bereich gut isoliert. Um den Abstand von der Ladebrücke auch in den LKW zu überbrücken, haben wir eine spezielle Auflagelänge von 390 mm, dass die Funktion der Ladebrücke, egal was für ein LKW dort steht, ankommt, immer gegeben ist. Damit erreichen wir mit der HTL2 ISO eine um 55% bessere Isolierung gegenüber normalen Ladebrücken. Ich möchte Ihnen jetzt die Torabdichtung DDF10 vorstellen. Die seitlichen flexiblen Schaumkissen als auch das obere Hubdach sorgen dafür, dass Anfahrschäden reduziert werden und damit auch die Folgekosten. Ist die Verschleißgrenze der Seitenplane erreicht, kann ganz einfach über den Klettverschluss diese Seitenplane erneuert und ausgetauscht werden. Wir erleichtern die Montage der Seitenkissen und des Dachteiles, beim Dachteil in der Form, dass wir das Gewicht um 11 Kilogramm reduzieren und nur noch insgesamt 9 Befestigungspunkte an der Konstruktion haben. Damit ist die Montagezeit kürzer und kostengünstiger.
Für automatische und feststehende Poller bieten wir ab sofort individuelle und exklusive Gestaltungsmöglichkeiten an. Auf Wunsch können Poller der Security Line mit verschiedenen Natursteinarten ummantelt werden. Optional ist auch die individuelle Gestaltung der Zylinderabdeckung möglich in Form des Stadtwappens oder des Logos eines Unternehmens. Die Steinummantelung ist für Poller mit einem Durchmesser von 275 mm möglich, in den Bauhöhen 600 und 800 mm. Die Kombination mit weiteren Ausstattungsmöglichkeiten wie Heizelemente oder LEDs sind möglich. Die Poller mit Steinummantelung sind zum Beispiel in Fußgängerzonen oder im öffentlichen Bereich ein besonderes architektonisches Highlight. Ich möchte Ihnen unser selbstentwickeltes Online-Bedienungs- und Verwaltungssystem Hörmann Access Control für Poller und Schranken vorstellen. Die Bedienung erfolgt über die Weboberfläche Online Control und ermöglicht eine komfortable Regelung der Ein- und Ausfahrten. Mit dem HAC können Poller und Schranken aus der Entfernung bedient und überwacht werden. Wie zum Beispiel bei Pollern das Heben und das Senken, Statusanzeigen sowie Erkennung von Anfahrschäden. Auch Meldungen wie Öffnungen, Schließungen und Manipulationen werden protokolliert und durch das System nachvollziehbar dargestellt. Das ermöglicht schnelle und effiziente Serviceeinsätze und spart Kosten. Die Bedienung und Ausweisverwaltung erfolgt einfach über den Webbrowser mit stationären oder mobilen Geräten. Bis zu 2000 Ausweismedien können so zur Durchfahrtsregelung verwaltet werden und individuelle Berechtigungen vergeben werden. Mit HAC können sowohl Einzel- als auch Gruppenanlagen zentral gesteuert und verwaltet werden. Hörmann Access Control ist bei allen Schranken serienmäßig vorgerüstet und für automatische Poller optional erhältlich. Unsere neue Kennzeichenerkennung für Poller und Schranken ermöglicht eine schnelle und komfortable Ein- und Ausfahrt, zum Beispiel in Parkhäusern oder in zufahrtsbeschränkte Bereiche. So wird das Kennzeichen zum führenden Ausweismedium neben zum Beispiel Handsendern oder Chipkarten. Mit Hörmann Access Control werden die Kennzeichen und Zufahrtsberechtigungen verwaltet und ausgewertet. Beispielsweise können neue Kennzeichen hinzugefügt und bestehende Kennzeichen jederzeit gelöscht werden. Die Funktion für die Kennzeichenerkennung ist bei allen Schrankenanlagen serienmäßig vorhanden, sodass eine Nachrüstung jederzeit ohne Probleme möglich ist. Ich möchte Ihnen jetzt unsere schnelle und komfortable Lösung der Kennzeichenerkennung für bezahltes Parken vorstellen. Dieses erläutere ich Ihnen anhand des Beispieles eines Kurzparkers. Bei der Einfahrt wird über eine Kamera das Kennzeichen registriert. Am Ende der Parkzeit gibt der Kunde am Kassenautomat sein Kennzeichen ein und bezahlt seine Parkgebühr. Bei der Ausfahrt wird das Kennzeichen durch eine Kamera wieder erfasst und der Bezahlvorgang geprüft. Wurde die Parkgebühr beglichen, wird die Ausfahrt freigegeben.
Durch die schnelle Kennzeichenerkennung wird die Ein- und Ausfahrt beschleunigt, da kein Parkticket benötigt wird. Somit ist eine höhere Parkplatzfrequentierung in kürzerer Zeit möglich. Auch Dauerparker profitieren von der Kennzeichenerkennung, wobei der Bezahlvorgang am Kassenautomat entfällt. Die Auswertung und Verwaltung des bezahlten Parkens kann einfach per Webbrowser erfolgen. Alle Daten werden dabei sicher und verschlüsselt erfasst.